Die Corona-Pandemie hat unser gewohntes Leben völlig aus dem Gleichgewicht gebracht. Nie zuvor in der Geschichte wurden so viele Grundrechte eingeschränkt. Kontaktbeschränkungen, Reiseverbote, bundesweiter Lockdown. Die Beschlüsse, die hier gefasst wurden, werden jetzt der Ministerpräsident. Für viele Menschen war es ein schweres Jahr. Etwa für die Schüler, die wochenlang unter beengten Verhältnissen zu Hause lernen mussten. Ich bin mir sicher, dass einfach schulisch sehr viel Stillstand in den Familien war. Oder für die Alten und Kranken, die nicht besucht werden durften, die ohne ihre Angehörigen sterben mussten. Das ist natürlich ein Angriff in unsere Würde und in unseren würdevollen Sterben auch. Viele Menschen fühlten sich durch die Maßnahmen gegängelt. Ihr Unmut treibt sie auf die Straße. Die Corona-Krise ist auch eine Zerreißprobe für die Politik. Lange Zeit war über das neuartige Virus so gut wie gar nichts bekannt. Trotzdem mussten schnelle Entscheidungen getroffen werden. Aber der Unterschied bei Corona, muss man sich immer klar machen, ist etwas, was wir so noch nie hatten. Doch waren die Maßnahmen immer notwendig? Waren sie angemessen und verhältnismäßig im Hinblick auf die sozialen Folgen? Wir blicken zurück auf die Freiheitseinschränkungen in der Corona-Pandemie und ziehen eine Bilanz. Als sich am 12. März 2020 die Landeschefinnen und Landeschefs mit der Kanzlerin in Berlin treffen, ist das Coronavirus bereits seit 11 Wochen in Deutschland. Ein Treffen in Präsenz. Auf den Handschlag wird jedoch verzichtet. Ihre gemeinsame Botschaft heute: Sozialkontakte reduzieren. Wie schlimm das Virus uns treffen wird, ahnten damals nur wenige. So etwas hatten wir noch nie. Wir konnten nicht auf erprobte Systeme zurückgreifen. Die Wissenschaft wusste zum Großteil auch nichts. Da sind wir heute sehr viel weiter. Aber es war eine Situation, die ununterbrochen eine Art Krisenmanagement war. Das Coronavirus ist zu Beginn noch wenig erforscht. Am Anfang der Pandemie ging man noch davon aus, dass Corona vor allem durch Tröpfcheninfektionen übertragen werde. Dann mehrten sich die Hinweise, dass auch die sogenannten Aerosole eine Rolle spielen. Winzige Tröpfchen in der Atemluft, die sich über eine längere Distanz verbreiten können. Es wird deutlich, Abstands- und Hygienemaßnahmen reichen zum Schutz der Bevölkerung nicht aus. Man geht davon aus, dass es auch submikrone Partikel sind, wie wir sie jetzt hier erzeugt haben, auf denen das Coronavirus in Anführungszeichen reist und sich dann eben in der Raumluft ausbreitet. Sie sehen es auch hier an diesem Rauch, das sedimentiert auch nichts, also der Rauch verteilt sich gleichmäßig in der Raumluft mit der Zeit. Da fällt nichts zu Boden wie ein Regentropfen, der sehr viel größer ist beispielsweise. Diese Erkenntnisse haben weitreichende Folgen. Am Freitag, den 13. März 2020, schließen bundesweit alle Schulen und Kitas. Eltern mit für die gesellschaftliche Versorgung wichtigen Berufen sollen ihre Kinder in Notbetreuungen unterbringen können. Diese Entscheidungen kommen plötzlich und unerwartet. Noch 2 Tage zuvor hatte das RKI empfohlen, die Schulen offen zu lassen. Und ich gucke auf mein Handy und sehe, Robert-Koch-Institut empfiehlt Schule schließen. Ich denke, was? Also melde ich mich und sage, Herr Professor Drosten, ich lese hier, stimmt das? Sagt er, ja. Ich sage, aber gestern habt ihr das Gegenteil empfohlen. Ja. Ist Ihnen aber auch klar, dass wir die Bevölkerung nicht wahnsinnig spielen können? Wir können ja nicht gestern sagen, wir lassen die Schulen auf und heute machen wir sie zu. Antwort, Originalton, die Story ist mehrfach erzählt worden, deshalb kann ich das hier auch sagen. Herr Ministerpräsident, wir sind Wissenschaftler. Wir können nur das sagen, was die wissenschaftlichen Erkenntnisse sind. Was die Politik damit macht, das müssen Sie entscheiden. In Ihrer Haut möchte ich nicht stecken. Besonders betroffen sind die Familien. Der plötzliche Lockdown bringt viele in Bedrängnis.
Ich habe auch noch mal Milch besorgt, weil die Sheila letztens sagte, dass es seit die nicht in der Schule und im Kindergarten essen, ist die Milch total knapp. Und sie brauchen bis zu 5 Liter am Tag und das ist nicht möglich, das alles zu kaufen. Anke Fischer-Winter ist Familienhelferin. Sie unterstützt die Familie Mafo aus Ghana, die in einer Hochhaussiedlung in Steinbach am Taunus wohnt. Die Unterstützung ist dringend nötig, denn mit dem ersten Lockdown im März 2020 hat der Vater seinen Job in der Gastronomie verloren. Ta da da ta! Die Schulkinder sind da. Grüßt euch. Hallo Michelle. Hallo. Alles gut? Das Amt braucht ein halbes Jahr, um die Anträge auf Arbeitslosengeld zu bearbeiten. Es fehlt an allem. Ja, absoluten Lieblingsbrötchen. Aber später, oder? Nö, jetzt. Ich habe jetzt. Heute hat Anke Fischer-Winter ein reichhaltiges Frühstück mitgebracht. Normalerweise essen die 5 Kinder in der Kita und Schule. Da übernimmt das Jobcenter die Kosten. Doch mit den angeordneten Schulschließungen gibt es diese Unterstützung nicht mehr. Weil alle zu Hause sind, muss Sheila Mafo plötzlich 7 Personen satt bekommen. Viele Sorgen plagen sie damals. Das war sehr schwer für uns, weißt du, weil wir sind so viel zu Hause und wir brauchen so viel. Vielleicht Essen und ein bisschen Geld, aber wir haben gar nicht. Und dann manchmal ich gehe zu meiner Zimmer und dann ich bin Sorgen, was die Kinder muss essen und dann manchmal ich ein bisschen weinen. Anke Fischer-Winter hilft, wo sie kann. Sie hat kiloweise Kleidung dabei, gesammelt über die Familienhilfeorganisation. Das bringt Abwechslung in die kleine Wohnung. Ja. Was gefällt dir daran? Das hier. Besonders während des Lockdowns, wo sonst nicht viel passiert. Die Mädchen freuen sich. Und auch für Justin ist was dabei. Thomas Müller. Hier ist mein Bett. Das ist ein bisschen. Und der Michel und der Raffaella. Die Familie lebt zu 7 auf 90 Quadratmetern. Aus Angst, sich mit dem Virus anzustecken, gehen sie im Frühling 2020 gar nicht nach draußen. Vieles ist auch verboten. Das war Katastrophe für mich, weil alles ist immer so laut. Und dann manchmal meine Nachbarin kommt zu mir und dann sagt mir, die Kinder machen so laut, so laut. Spielplatz ist verboten. Und wir mussten immer zu Hause. Und das war sehr, sehr, sehr schwer für mich. Auch für die Kinder ist der Lärm belastend. Er dringt direkt durch die dünnen Wände. Auch in Justins Zimmer. Im Sommer 21 steht für ihn der Wechsel auf die weiterführende Schule an. Doch im Homeschooling fällt ihm das Lernen schwer. Schon schwer, weil die kleinen Kinder dann immer im Zimmer reinkamen. Man konnte sich nicht konzentrieren, außer in Mamas Zimmer. Aber da gab es nicht so genug Sachen, was ich da machen sollte. Justin schaltet schnell ab. Von Seiten der Schule fragt niemand nach, wie es bei ihm läuft. Er bekommt auch keine Anweisungen, was er mit dem Lernmaterial machen soll. Die Lernmaterialien wurden am Anfang über WhatsApp-Foto verschickt und keiner hat aber gesagt, dass die ausgedruckt werden müssen. Und ich habe immer nachgefragt und habe immer nur gesagt bekommen, ja, nee, läuft in der Schule, läuft. Und dann habe ich es mir eben nach 6 Wochen angeguckt und dann habe ich gemerkt, 6 Wochen ist gar nichts gelaufen. In den ersten Wochen des Lockdowns ist er sehr auf sich allein gestellt. Der Mutter fehlen die Sprachkenntnisse, um ihn zu unterstützen. Sie muss sich auch um die anderen Kinder kümmern. Sie kann nicht. Es ärgert mich, dass keiner hinguckt, wie sollen diese Kinder, die eben nicht so viel Unterstützung zu Hause bekommen, in die 5. Klasse kommen. Es ist mir, ich kann es nicht verstehen. Doch es geht längst nicht mehr allein um die Schule. Das ständige Zuhause-Sein, der fehlende Austausch mit den anderen Kindern. Das hat Folgen, auch für die Psyche. Millionen Kindern geht es in der Hochphase des ersten Lockdowns immer schlechter. Das bemerkt der Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte bereits im Mai 2020. Bei immer mehr Kindern zeigte sich schon damals eine Zunahme von auffälligen Verhaltensweisen. Wir
Wir haben eine deutliche Zunahme an psychischen Störungen gesehen, auch manifesten psychischen Erkrankungen, die wir sonst so nicht erwartet hätten. Wir haben gesehen Essstörungen bei Jugendlichen, Depressionen, auch manifeste behandlungsbedürftige Depressionen. Wir haben gesehen Angststörungen, das durch alle Altersstufen hinweg, die jetzt eben auch zugenommen haben. Welche Rolle Kinder bei der Übertragung des Virus spielen, wird schon im Frühsommer 2020 unter Wissenschaftlern diskutiert. Aus medizinischer Sicht, so die Kinder- und Jugendärzte, hätten die pauschalen Schulschließungen jedoch für die Kinder schlimmere Folgen als das Virus selbst. Zu Beginn der Pandemie wussten wir alle sehr, sehr wenig und da, denke ich, war sicherlich so ein kompletter Lockdown, der auch die Kinder mit einbezogen hat, quasi unvermeidlich. Aber ab dem Moment, wo eben Studien vorlagen, die relativ deutlich gezeigt haben, dass Kinder selten wirklich Pandemietreiber sind, hätten wir uns dringend gewünscht, dass da eine Verhältnismäßigkeit hergestellt worden wäre, eben dahingehend, dass Kindern wesentlich mehr Freiheit hätte zugebilligt werden müssen. Es gibt unter den Experten sehr unterschiedliche Ansichten dazu, aber es gibt sehr fundierte Studien mittlerweile, auch europaweit sehr fundierte Studien, die doch sehr deutlich darauf hinweisen, dass nicht die Kinder im Fokus des Geschehens standen, des Infektionsgeschehens standen. Die unklare wissenschaftliche Lage, ein Dilemma. Auch für die Politiker, die einerseits dem Schutz der Bevölkerung, andererseits aber auch den Grundrechten verpflichtet sind. Für Volker Bouffier waren die Abwägungen schwer. Ich habe Respekt vor all diesen Experten, aber wenn die Experten so Unterschiedliches empfehlen, dann kann man es jedenfalls nicht zur Grundlage nehmen, eine Grundentscheidung für ein Land zu treffen. Und insofern muss man immer schauen, welche Mittel hast du zur Verfügung, um einen Unterrichtsbetrieb überhaupt zu gewährleisten. Trotzdem, ich kriege immer noch Briefe, wo Leute mir schreiben, dass wir ihre Kinder dem Tode ausliefern, wenn wir die Schulen öffnen. Und die anderen schreiben mir, hast du eigentlich nicht kapiert, dass eine ganze Generation verloren geht, wenn das ist. Steffen Augsberg ist Verfassungsrechtler und Mitglied im Deutschen Ethikrat. Aus seiner Sicht hätte die Politik die Kinder früher in den Blick nehmen müssen. Es gebe schließlich ein Grundrecht auf Bildung und Erziehung. Das haben auch einige, unter anderem der Deutsche Ethikrat, ja angemerkt, dass da Probleme drohen. Insofern kann man schon mit Blick auf die insbesondere kleinen Kinder Zweifel haben, ob die Erkenntnisse, die wir hatten, ausgereicht haben, um so umfassende, tiefgreifende Maßnahmen zu ergreifen. Also jedenfalls für den Schutz der Kinder war das wahrscheinlich nicht geboten. Homeschooling, Präsenzunterricht, Wechselmodell. Erst als im Frühjahr 2021 die Inzidenzen sinken, darf Justin wieder mit der gesamten Klasse in die Schule gehen. Wenn du draußen bist, kannst du die Maske abziehen. Ja, super. Hast in der Schule alles geschafft? Glückwunsch. Weißt du, was wir jetzt machen? Ja. Ja. Was machen wir denn? Zu der Oma fahren. Ja, zur Oma fahren, genau. Freust du dich? 5 Monate sind vergangen, seit er Oma das letzte Mal gesehen hat. Elke Enderwitz ist nicht seine richtige Oma. Sie hat Justins Mutter Deutsch beigebracht und so die Familie kennengelernt. Dann schauen wir mal, ob die Oma da ist. Justin und sie haben sich dabei sehr lieb gewonnen. Sie freuen sich, dass sie sich endlich wieder nahe sein können. Vor allem über das gemeinsame Lesen auf der Couch. Komm da wieder raus, rief er leise. Barbarossas Schreibtisch. Durch die Wand oder wo auch immer. Und da kann der Barbarossa sehen in sein Laden. Das hat mir sehr gefehlt, aber ich bin 81, ich habe natürlich Angst gehabt, dass er mich ansteckt. Ne? Und jetzt bin ich seit einem Monat 2-mal geimpft oder schon, also noch länger jetzt schon. Und da ist es eine andere Situation. Ne? Früher haben wir viel andere Sachen gemacht. Weißt du noch, wir haben viel gespielt, Mensch, ärgere dich nicht oder diesen Wackelturm oder so Sachen. Wir haben draußen im Garten viel gemacht. Er kann Hecken schneiden, er kann also alles Mögliche. Doch heute gibt sie Justin Nachhilfe. Darum hat sie die Lehrerin ausdrücklich gebeten. Seine Deutschkenntnisse haben in den letzten Monaten stark nachgelassen. Du würdest das H nicht hören, aber wenn du die Silbe sprichst, ist klar, ne? Gehen. Kannst du die anderen mal zusammenziehen? Ziehen, sehen,
Krähen. Die Lehrerin hat irgendwann mal gesagt, dass er also sehr zurückgefallen ist. Jetzt, wo wir mehr auf die Rechtschreibung achten, merke ich, dass ihm vieles schwerfällt und er sich viele Regeln nicht so merken kann. Hier kann Justin zur Ruhe kommen und etwas Abstand gewinnen von seinen Geschwistern. Er hat Glück, dass er eine Oma hat, die ihm sowas bieten kann. Doch nicht alle Kinder haben diese Hilfe. Anke Fischer-Winter ist mit vielen dieser Familien in Kontakt. Sie ist besorgt über die Zeit nach Corona. Ich vermute, es wird ein Bildungsdefizit geben bei Kindern aus sozial schwachen Familien, wo die Bedingungen nicht gut waren. Das drohende Defizit hat auch die hessische Landesregierung erkannt und im Mai 2021 ein 60 Millionen schweres Corona-Aufholpaket geschnürt. Mit Lerncamps, Online-Nachhilfe und individueller Lernbegleitung. Ob das ausreicht? Ich habe mich immer bemüht, möglichst lange die Schulen aufzuhalten, weil ich glaube, dass das, was wir dort versäumen, ganz schwer wieder aufzuholen ist. Gerade wenn Sie Kleinen nehmen, die lesen, rechnen, schreiben lernen sollen. Auch ein bisschen sozialen Kontakt überhaupt immer miteinander. Das kann man nicht über Video machen. So. Und das muss man abwägen. Und wir waren eigentlich immer in dieser Abwägungssituation. Wofür spricht das eine, wofür spricht das andere? Es gibt nicht nur die Entscheidung, so musst du es machen, sondern es war immer eine Abwägung. Die Einschränkung der Grundrechte während der Pandemie diente dem Schutz der Bevölkerung. Doch die Maßnahmen haben viel Leid mit sich gebracht. Wir gehen jetzt zu der Frau Salabas, die ist im Prinzip schon 3 Monate etwa hier. Die hat auch ihren Geburtstag hier bei uns gefeiert, das ist noch gar nicht so lange her. Die hatte im April Geburtstag und eine Dame, der geht es halt auch mal besser, mal weniger gut halt und freut sich aber schon, dass wir mal vorbeikommen. Seit Februar 2021 ist Marion Salabas im Hospiz. Ihr Brustkrebs hat gestreut und Metastasen gebildet. Jetzt hat sie Knochenkrebs im Endstadium. Sie ist gerade 68 Jahre alt geworden. Ich habe ja schon angekündigt, dass Sie uns heute mal besuchen kommen, gell? Ja. Benjamin Tolzon will, dass sie im Hospiz eine schöne letzte Zeit verbringen kann. Ich fühle mich nicht wie im Krankenhaus. Ich kann rausgehen, ich kann runtergehen, wenn ich möchte und kann auch trinken, essen, was ich möchte. Ja, kann auch sagen, was ich möchte. Also hier kommen sie 3-mal am Tag her und fragen, heute gibt's das und das, können Sie das essen? Wenn nicht, nur machen wir was anderes, ja. Das ist eben halt der Unterschied. Glücklich essen, gibt's Wunschessen. Ja, Lachs, Bier, alles hier. Marion Salabas fühlt sich wohl im Hospiz, aber Corona macht es nicht leicht. Als diese Aufnahmen entstehen, hat sie nur noch wenige Wochen zu leben. Diese Zeit will sie möglichst mit ihren Angehörigen verbringen. Doch die Corona-Regeln im Hospiz erlauben monatelang höchstens 2 Besucher und nur die engste Familie. Das eine ist, glaube ich... Meine Tochter kommt einmal in der Woche. Ja, sie arbeitet auch, hat auch Familie und alles. Aber trotzdem ein paar Freunde oder hätte man ja doch ja mal, wie sie gerne sehen. Sie vermisst ihre Freunde und Enkel. Ein Schicksal, das sie in der Corona-Zeit mit vielen anderen Menschen in Pflegeeinrichtungen teilt. Maßnahmen, die Volker Bouffier nicht leicht gefallen sind. Wir hatten lange Zeit ja die Situation, dass die Erkrankung von älteren Menschen häufig auch zum Tode geführt hat. So, da müssen Sie mehr einschränken als bei jungen Menschen. Da kann man nicht sagen, wir gucken mal, was passiert. Deshalb haben wir schweren Herzens gesagt, ja, Besuchsverbot. Das ist eine Einschränkung der Grundrechte, Artikel 2 und vieles andere mehr. Und das geht auch durchaus ans Eingemachte. Und das überlegt man sich sehr. Schauen Sie, wenn Sie Briefe kriegen oder Mails, ich habe meine Mutter 4 Monate nicht mehr gesehen.
die Frau vereinsamt, die verkümmert, dann heften wir das nicht einfach ab und sagen, naja, hast halt Pech gehabt, sondern überlegen uns, was kannst du machen. Aber an der Stelle kann man es sehr schön zeigen. Es ist eine Abwägung und diese Abwägung haben wir nach allem, wie wir das gesehen haben, sehr sorgfältig getroffen. Die Folgen sozialer Isolation können schwerwiegend sein und zu Depressionen führen. Das erhöht das Risiko von Schlaganfällen und Herzinfarkten. Benjamin Tolson versucht den Gästen im Hospiz so viel Halt wie möglich zu geben. Auch ihm fielen die Maßnahmen nicht leicht. Da war eine Dame hier, die hatte, glaube 8 Geschwister. Und bei uns war es dann immer noch so, dass eigentlich im Prinzip nur die engsten Angehörigen quasi kommen sollten und so wenige wie möglich. Und dann kam natürlich die Diskussion irgendwann auf, gerade weil sie 8 Geschwister hatte. Man hat dann die ersten 2 reingelassen und dann hat man halt auch so überlegt, den anderen kann man das eigentlich nicht verwehren, weil das wäre ja unlogisch und unmenschlich irgendwie zu sagen, von wegen, nur weil das jetzt so viele sind, können wir die dann nicht mehr reinlassen. Und das fällt einem dann natürlich auch selber schwer, wenn das nahe Angehörige sind, dann zu sagen, von wegen, nee, sie dürfen jetzt da nicht rein oder so, weil wir jetzt quasi das Limit schon erreicht haben. Das fällt uns dann natürlich auch nicht einfach, weil wir ja eigentlich möchten, dass die Leute zu den Gästen zu Besuch kommen und das die Besucher auch gut tun. Das ist ja eigentlich unser Ziel, was wir dabei haben. Doch dieses Ziel konnten die Pfleger in dieser Zeit nicht für jeden erfüllen. Denn jeder Neuankömmling im Hospiz musste ab März 2020 zum Schutz der anderen zunächst für 5 Tage in Quarantäne an einem Ort, wo die Bewohner im Schnitt nach 14 Tagen sterben. Außerdem musste jeder Besucher auf der Quarantänestation komplett in Schutzkleidung gehüllt sein. Dass ein Mensch irgendwie so das, was er so am Ende dann noch so mitbekommt, irgendwie lauter Gestalten sind, die dann irgendwie im Kittel und mit Maske und so halt um einen halt dann herumlaufen. Und das finde ich ist schon eine sehr schwierige Situation. Das ist halt dann dementsprechend traurig, weil das die Leute, also die 2 Leute, die dann damals noch rein durften, quasi die einzigen Angehörigen quasi so waren, die Person dann noch zu Gesicht bekommen hat. Das war dann schon irgendwie auch traurig, natürlich. Dabei waren die Besuchsregeln im Hospiz vergleichsweise milde. In vielen anderen Einrichtungen durften die Bewohner gar keinen Besuch empfangen. Geschlossene Altenheime, geschlossene Pflegeheime. Die Isolation aller Bewohner, ob Corona infiziert oder nicht, hält Verfassungsrechtler Steffen Augsberg für bedenklich. Das geht an den Rand dessen, was wir mit dem Menschenwürde-Konzept verbinden würden, weil diese Form von Ausgrenzung, selbst wenn sie zum Schutz der Personen erfolgt, schon sehr unerträglich ist. Unerträglich war die Situation auch für viele Angehörige. Trauerbegleiterin Margarete Rohnke versucht, das Erlebte mit ihnen aufzuarbeiten. Wir erleben auch jetzt noch Trauernde, die keinen Abschied nehmen konnten, weil der Angehörige auf der Intensivstation oder im Pflegeheim oder Altenheim verstorben ist. Und die sind zutiefst verzweifelt, die sind voller Schuld, weil sie jemanden auch abgegeben haben und nicht unterstützen konnten in diesem Prozess. Und sie hadern auch mit diesem Sterben, weil sie es einfach nicht sehen und begreifen konnten. Viele Menschen, die sie betreut hat, haben das Gefühl, dass ihnen ein Recht auf Abschied genommen wurde. Die Folge sei, dass diese Menschen einen längeren Leidensweg hätten. Einige Angehörige seien gänzlich unvorbereitet mit dem Tod konfrontiert worden. Ich habe eine Frau begleitet, deren Vater ist wirklich von zu Hause abgeholt worden, weil er Atemprobleme bekam. Er kam einfach nicht wieder. Und irgendwann kam ein Anruf aus der Klinik, dass er verstorben ist. Und am Anfang war auch dieser Informationsfluss zwischen Angehörigen und Klinik oft sehr, sehr aufs wirklich reduziert. Der Tod eines geliebten Menschen ist ohnehin schwer zu fassen. Doch wie soll man ihn verarbeiten, wenn er so plötzlich kommt? Wenn man seine Angehörigen wochenlang im Krankenhaus nicht besuchen konnte? Sie standen auch vor einem Grab, in das dieser Sarg oder die Urne
versenkt wurde und sie konnten es nur erahnen, dass derjenige da drin ist. Und das, das macht es so unglaubhaft vielleicht auch. Es ist so, es dauert sehr, sehr lange, bis man sich eingestehen kann, ja, das ist jetzt mein Vater, meine Mutter, mein Mann, der da beerdigt wird. Margarete Rohnke hätte sich gewünscht, dass die Politiker schon früher an das Leid und den Schmerz der Trauernden gedacht hätten und mit entsprechenden Regeln Besuche ermöglicht hätten. Benjamin Tolson wiederum fand die Kontaktbeschränkungen während der Pandemie richtig. Seiner Meinung nach hätten sie Schlimmeres abgewendet. Ja, also ich fand es in dem Aspekt nachvollziehbar, dass man damit die Leute auch dann wirklich geschützt hat. Man hat ja gesehen, dass die Zahlen hochgegangen sind und sich die Leute immer mehr angesteckt hat. Man hat auch von Häusern mitbekommen, wie es da abgelaufen ist, die sich dann nicht so geschützt hat. Aber so im Nachhinein, muss ich sagen, fand ich die Maßnahmen jetzt mittlerweile mit dem Wissen, was man jetzt hat, völlig nachvollziehbar halt. Und bin auch froh, dass sie gemacht wurden, weil das zeigt es halt, dass bei uns quasi sich niemand angesteckt hat. Und wenn Sie an die Bilder von Bergamo denken, wenn Sie an die Bilder von New York denken, wo die Leichen mit dem Gabelstapler weggefahren sind, wenn Sie an die Bilder von Lissabon denken, teilweise auch in Frankreich oder in England, wo die Krankenwagen stundenlang vor den Krankenhäusern standen und die Leute nirgends mehr hinkamen. Das hat es bei uns Gott sei Dank nie gegeben. Es war auch sozusagen die Grundüberlegung, das darf uns nie passieren. Da machen wir lieber dicht, bevor wir das machen. Und als im April 2021 wieder mehrere Menschen zu Besuch kommen durften, hat Benjamin Tolson gemeinsam mit anderen Pflegern eine Überraschung für Marion Salabas. Sie bekommt nach den langen Einschränkungen die Gelegenheit, ihre ganze Familie auf einen Schlag zu sehen. Wir unterhielten uns, auf einmal kamen Kinderstimmen. Happy Birthday to you, Oma. Was ist das? Ja. Und dann haben sie alle gesungen und dann kamen sie mit Blumenstrauß, alle mit. Und dann sind sie auch alle hinterhergekommen und haben dann den Präsentkorb gebracht, eine Torte gebracht. Und haben auch jedem gratuliert, ne? Ja, und dann saßen wir da und dann haben wir noch geredet und die Jungs hatten natürlich Tränen in den Augen. Von den Enkeln bekommt sie zum Geburtstag ein Fotokissen geschenkt. So kann sie ihre Lieben zu jeder Zeit in den Arm nehmen. Diese Feier, die sie hier halt haben konnte, das war für sie ja nochmal so ein richtiger Benefit. Also sowas, was sie so richtig aufgepusht hat. Und das ist ja das, was man gerade durch solche Besuche auch ermöglichen möchte, dass man dann so normal wie möglich zum Beispiel mal einen Geburtstag feiert oder sowas, wie es dann vorher natürlich auch war, damit die Leute halt da draus auch wirklich nochmal Energie tanken, Freude tanken und die Leute auch mal richtig glücklich sind. Also die hat da sich so gefreut, also die saß da mit einem Dauergrinsen quasi mit uns draußen. Das ist halt, wovon man dann selber ja auch fröhlich wird. Das ist das, wo man dann denkt, ja, dann hast du alles richtig gemacht. Ihre Angehörigen noch einmal zu sehen, hat Marion Salabas den Abschied leichter gemacht. Sie verstirbt im Juli 2021 ohne Leiden im Kreis ihrer Familie. Weil das halt so sonnig war. Ja. Mit dem Frühling 2021 werden in Deutschland langsam einige Maßnahmen gelockert. Die Menschen sehnen sich nach Urlaub. Flugreisen sind wieder möglich, etwa nach Mallorca. Nur Reisen innerhalb des eigenen Landes bleiben damals noch verboten. Ein Aufreger. Anfang Mai 2021 treibt es mehr als 1000 Camper auf die Straße. Mit einem kilometerlangen Camper-Corso protestieren sie für ihr Recht auf Freizügigkeit. Einer von ihnen ist Thomas Albrecht aus Unna. Er fühlt sich unverhältnismäßig eingeschränkt. Ich darf mich ja nach Grundrecht frei bewegen. Und ich hab schon ich sag jetzt mal, ein Missverständnis
dass ich in Flieger steigen darf und fliegen darf, aber eben in Deutschland mit dem Wohnmobil nicht in eine andere Stadt fahren soll. Also da sage ich irgendwo, weiß ich nicht, das passt irgendwo nicht. Weil wir ganz klar sagen, Campingplätze sind nicht diejenigen, wo die Pandemie weitergetragen wird. Aerosolforscher hatten im Dezember 2020 bestätigt, dass es in der freien Natur kaum ein Risiko gibt, sich oder andere mit dem Coronavirus zu infizieren. Draußen ist es natürlich so, dass es ein sehr, sehr großes Luftvolumen ist im Vergleich zu einem abgeschlossenen Raum, wo sich Atemluft sehr schnell akkumulieren kann. Ansonsten ist draußen das Risiko, wenn Sie ausreichend große Abstände zu Personen haben, durch die Verdünnung in einem sehr, sehr großen Volumen eigentlich vernachlässigbar gering. Thomas Albrecht fragt sich, warum diese Erkenntnisse nicht in die politischen Entscheidungen mit eingeflossen sind. Er ist sauer und will gegen die Verbote vorgehen. Denn wer mit dem eigenen Camper unterwegs ist, kann auch gut Abstand halten, findet er. Und damit ist er nicht allein. Wir haben alles da. Wir haben Strom, wir haben Toilette, wir haben Bett. Wir haben alles das, was wir brauchen, und wir sind autark. Wie zu Hause. Wie zu Hause, ganz Nur genau. im kleineren Rahmen. Das ist unser kleines Haus von zu Hause und damit rollen wir durch die Gegend. Warum also Beschränkungen für Camper? Hat die Politik generelle Verbote gemacht, ohne auf sinnvolle Einzelfälle zu schauen? Das Robert-Koch-Institut hat immer gesagt, das Schwierigste sind die Begegnungen. Und wenn Sie jetzt auf Ihrem Campingplatz sind, treffen Sie andere Menschen. Sie treffen sie am Kiosk, Sie treffen sie in den Sanitäranlagen oder wo auch immer. Und genau das galt es zu unterbinden. Sie können ja auch in einem Hotel die Dinge so gestalten, dass Sie praktisch nie einem begegnen. Ja, trotzdem haben wir gesagt, für die Tourismusgeschichte machen wir das dicht, aber der Grundgedanke war immer der gleiche. Es sollten sozusagen Infektionsketten unterbrochen werden. Und dann ist es eben die Begegnung. Eine unzureichende Begründung, findet Verfassungsrechtler Augsberg. Wenn man tatsächlich Probleme hat, irgendwie mit den Toiletten oder mit den Duschen oder was auch immer, dann muss man das in den Blick nehmen und Hygieneschutzkonzepte dafür entwickeln. Wir haben in vielen Bereichen wirklich so Radikallösungen dann gewählt. Und ich glaube, insgesamt wäre es sinnvoll und geboten gewesen, die Maßnahmen kleinteiliger zu überprüfen, ob sie jeweils was dazu beitragen, was man irgendwie erreichen möchte, nämlich die Verbreitung irgendwie von Covid-19 zu verhindern. Und das ist bei solchen Maßnahmen zum Beispiel jedenfalls eher fernliegend, würde ich sagen, dass das was bringt. Ich glaube, dass wir die Frage der Grundrechte sehr intensiv diskutiert haben, immer wieder. Und wir haben immer auch Stufen gebildet, also nach dem Grundsatz, ist das geeignet, ist es erforderlich, ist es verhältnismäßig. Und genau so gehen wir vor und das würde ich auch immer wieder so machen. Immer auch in der Erkenntnis, dass man auch Fehler machen kann. Politik kann nicht zaubern, schon gar nicht in einer solchen Lage, aber was man erwarten darf, ist Sorgfalt, ist Fleiß, Empathie für die Menschen und unterm Strich eine möglichst vernünftige Entscheidung. Die Camper finden die Maßnahmen allerdings weder vernünftig noch angemessen. Zwar dürfen sie aufgrund der Demo ausnahmsweise auf dem Campingplatz übernachten, allerdings nicht ohne Regeln. So, das ist jetzt die Variante, die wir nicht machen dürfen. Ne, was wir unten gesehen haben, so richtig schön Corona-konform, touristisches Campen verboten, das ist so eine typische Garage, wo man dann seine Sachen so drin hat, in so einem Wohnmobil. Und dann kommt man an, macht seine Garage auf, holt seine Stühle raus, seinen Tisch raus, stellt die hin und trinkt dann hier seinen Kaffee, seinen Willkommens-Anfangskaffee. Das ist natürlich jetzt Running Gag. Die müssen ja mal gelüftet werden. Ne? Jetzt muss man die ja zum Lüften auch mal rausstellen. Verboten ist das, ich könnte mich ja jetzt hier hinsetzen. Ne? Und dann könnten andere dazukommen. Die setzen sich auch hin. Und dann ist die Infektionslage gegeben. Dann stecken wir uns an. Unter freiem Himmel, in der frischen Luft.
Nach zu diesem Zeitpunkt fast 1,5 Jahren Pandemie hat er das Vertrauen in die Politiker und ihre Corona-Maßnahmen verloren. Es geht ja jetzt nicht nur ums Campen, jetzt mal ganz ernsthaft. Eine Ferienblockhütte mitten im Harz, die ich nicht vermieten kann, obwohl drumherum nur Wälder sind. Wen soll ich da anstecken? Die Bäume? Also ist doch alles sinnbefreit, auf Deutsch gesagt, was da gemacht wird. So wie die tausenden Camper, die im Mai 2021 in Mainz und Wiesbaden für ihre Freiheitsrechte demonstrierten, konnten auch viele andere Bürger die Maßnahmen nicht immer nachvollziehen. Die Politik hat in der Corona-Pandemie die Pflicht, Gefahr von der Bevölkerung abzuwenden. Doch manche Maßnahmen seien über das Ziel hinausgeschossen, meint Martin Voss, Soziologe und Katastrophenforscher in Berlin. Vor künftigen Krisen sollten wir einen besseren Überblick haben darüber, wer in welchem Maße von einer Pandemie eigentlich betroffen ist. Das ist dann ganz besonders noch der Punkt, wo sind eigentlich die Verletzlichsten in der Gesellschaft? Darüber wissen wir erschreckend wenig. Wer braucht also wirklich in welcher Krise gerade welche Unterstützung am allermeisten? Wo man dann auch vielleicht sagen muss, an der Stelle sollte man nicht zusätzlich noch weiter Rechte oder Bewegungsfreiheit und so weiter einschränken, wenn diese Menschen doch ohnehin schon so betroffen sind. Martin Voss findet, die Gesellschaft müsse sich die Frage stellen, wie weit der Staat in den Gesundheitsschutz eingreifen darf. Ja, es fehlt bei den ergriffenen Maßnahmen insgesamt eine Art Zieldefinition. Was wollen wir eigentlich erreichen? Absoluter Schutz von Leib und Leben ist uns als sterblichen Wesen einfach nicht möglich. Wir akzeptieren Verkehrstote bis zu einer bestimmten Zahl. Wir akzeptieren Krankenhauskeime, die jährlich viele Menschenleben fordern. Wir müssen darüber reden, wie wir eben mit diesen Gefahren konkret eigentlich umgehen wollen und was wir dann auch bereit sind, an Maßnahmen entsprechend hinzunehmen. Klar ist, die Politik musste schnell handeln, um die Zahl der Kranken und Toten auf ein Minimum zu begrenzen. Im Rückblick waren für Volker Bouffier die meisten Entscheidungen alternativlos. Es gibt Dinge, da kann man vielleicht sagen, okay, das kann man intelligenter lösen. Im Großen und Ganzen habe ich noch von niemandem gehört, was man groß anders machen kann, wenn Sie sich auf der ganzen Welt umschauen. Die Strukturen sind alle ähnlich. Läden zu oder Einschränkung der persönlichen Freiheit, Gaststätten auf oder zu, je nachdem, auch entsprechende Ausgehsperren. Die Elemente sind nahezu überall ähnlich. Und von da habe ich noch nirgends erkennen können, wo der Stein der Weisen liegt. Und hinzu tritt ja auch, dass niemand genau weiß, wie entwickelt sich diese Virusgeschichte. Einige hatten mehr als andere unter den Maßnahmen zu leiden. So wie Justin, der nicht zur Schule gehen durfte und im Homeschooling zu wenig Unterstützung bekam. Oder Menschen, die sich nicht von ihren Angehörigen verabschieden konnten. In Zukunft sollte die Frage gelten, welche Maßnahmen bringen Schutz? Bei welchen überwiegt der Schaden?